What you want to say about the baby? Die folgende Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Bestimmte Details wurden dramatisiert oder verändert, um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen. Zuschauer sollten sich dessen bewusst sein. Am 30. Juni 2026 wurde die vierjährige Javeayah Harris in Aiken County, South Carolina, als vermisst gemeldet. Ihre Mutter rief den Notruf 911 an und gab an, das Kind sei beim Spielen im Freien verschwunden. Die Meldung löste eine großangelegte Suchaktion aus, an der die örtliche Polizei, das FBI, Hubschrauber, Drohnen, Spürhunde und über 200 Einsatzkräfte beteiligt waren. Das Verschwinden der vierjährigen Javeayah Harris schien zunächst ein verzweifelter Fall zu sein. Nachdem ihre Mutter sie Ende Juni 2026 als vermisst gemeldet hatte, beteiligten sich Hunderte von Polizisten, Freiwilligen, Suchhunden, Drohnen und Hubschraubern an einer dringenden Suchaktion. Doch im Zuge der Beweisaufnahme begannen sich die Umstände aufzulösen. Laut den Behörden deuteten Zeugenaussagen und Spuren darauf hin, dass Javeayah zum Zeitpunkt ihrer vermissten Meldung nicht mehr lebte. Die Ermittler kamen schließlich zu dem Schluss, dass sie bereits Wochen zuvor gestorben war. Im Zuge der Ermittlungen widersprachen die Beweise schnell der Geschichte vom Personally, there's some very harsh words that I would like to use about Johmarea and Michilae and their actions. But I will not do that. And I will not do that to protect and maintain the integrity of this case. But I will tell you this. I will not refer to them as mom and dad or mother or father. They don't deserve that title. I stand before you saying this is one of the most difficult, deeply disturbing, and emotionally taxing investigations this office has ever worked, and it's weighed heavily on the sheriff's office, all these other law enforcement agencies, all these people behind me that's worked tirelessly to bring this to an end, and it's weighed heavily on our community. I am truly sickened to share what this investigation has uncovered. From the moment Javeayah was reported missing, the Sheriff's Office, as well as our law enforcement partners and first responders, we responded with urgency, determination, and compassion. What started as an exhaustive and complex search quickly grew to something that I would have never imagined. Now understand, I cannot discuss all the details. We should have stopped the train. Understand that I cannot discuss all the specific details in this case. But at this time, I can share that a few human remains were recovered in an area known as Cedar Creek Reservoir, also known as Stumpy Pond in Fairfield County. These remains were immediately sent to the State Law Enforcement Division, and through analysis, the DNA of the remains are consistent
with being the biological offspring of Johmarea and Michilae. I want to also share with you that through forensic evidence, statements, and analysis, extensive and deliberate efforts were made to destroy and conceal evidence following Javeayah's death. Our information reveals the use of corrosive chemicals and other tools that were used to accelerate the destruction of her little body. After this was completed, these two individuals poured what remains were left of Javeayah into the Cedar Creek Reservoir. These subjects went through great lengths to cover their repulsive and revolting actions. In my 37-year career in law enforcement, I have never, ever heard of anything so horrific. As a result of this information, it's unlikely that the entirety of Javeayah's body or any other remains from this point forward will be recovered. And I'll say this again, we had all hoped and prayed to find her body, but with the information we've uncovered, that's simply not possible. Vermissten Kind. Laut Sheriff Marty Sawyer kamen die Beamten zu dem Schluss, dass Javeayah bereits etwa einen Monat vor dem Notruf tot war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden Javeayahs Eltern, Michilae Herring und Johmarea Harris, wegen Totschlags durch Kindesmisshandlung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erhob später zusätzlich Anklage wegen der Zerstörung und Schändung menschlicher Überreste. Die Behörden werfen den Angeklagten vor, nach dem Tod des Kindes ätzende Chemikalien eingesetzt zu haben, um ihre sterblichen Überreste zu zerstören, bevor diese in einem Stausee in South Carolina entsorgt wurden. Diese Vorwürfe sind noch Gegenstand des Gerichtsverfahrens und die Angeklagten gelten bis zu einem rechtskräftigen Urteil als unschuldig. Später bargen Suchtrupps menschliche Überreste, bei denen die Ermittler davon ausgehen, dass sie Javeayah gehörten. Sheriff Marty Sawyer, der seit fast 4 Jahrzehnten im Polizeidienst ist, bezeichnete die Ermittlungen als den schrecklichsten Fall seiner Karriere und zeigte sich sichtlich bewegt, als er sich an die Öffentlichkeit wandte. Der Fall hat in der Gemeinde schwierige Fragen zur Kindersicherheit aufgeworfen. Wurden Warnsignale übersehen? Wie können gefährdete Kinder besser geschützt werden? Er hat auch die Herausforderungen verdeutlicht, vor denen Ermittler bei der Rekonstruktion von Ereignissen nach einem mutmaßlichen Vertuschungsversuch stehen. Im weiteren Verlauf des Strafverfahrens werden viele Antworten durch die vor Gericht vorgelegten Beweise geliefert. Für Javeayahs Angehörige und die Gemeinde steht weiterhin die Suche nach Gerechtigkeit und das Verständnis dafür im Vordergrund, wie es zu einer solchen Tragödie kommen konnte. Die Behörden verhafteten Javeayahs Eltern, die 22-jährige Michilae Herring und die 23-jährige Johmarea Harris. Beide wurden zunächst wegen Totschlags durch Kindesmisshandlung angeklagt. Herring wurde zudem wegen falscher Verdächtigung angeklagt, da sie das Kind mutmaßlich als vermisst gemeldet hatte, obwohl die Ermittler davon ausgehen, dass sie bereits wusste, dass ihre Tochter tot war. Laut Haftbefehlen gehen die Ermittler davon aus, dass Javeayah durch körperliche Misshandlung ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt.
Die Haftbefehle besagen außerdem, dass sie vor ihrem Tod nicht ärztlich behandelt wurde. Diese Vorwürfe bilden die Grundlage für die Anklage wegen Totschlags durch Kindesmisshandlung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gaben die Behörden noch beunruhigendere Vorwürfe bekannt. Sheriff Sawyer erklärte, die Ermittler vermuteten, dass die Eltern nach Javeayahs Tod ätzende Chemikalien und andere Mittel einsetzten, um ihre sterblichen Überreste zu vernichten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Überreste anschließend zum Cedar Creek Reservoir, auch bekannt als Stumpy Pond, in Fairfield County gebracht und dort entsorgt wurden. Suchteams bargen später menschliche Überreste aus dem Stausee. Laut den Ermittlern stimmten die forensischen Beweise damit überein, dass es sich um Überreste von Javeayah handelte. Aufgrund der mutmaßlichen Vernichtung der Leiche erklärte der Sheriff, es sei unwahrscheinlich, dass jemals alle sterblichen Überreste gefunden würden. Nach diesen Entdeckungen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen beide Eltern wegen Vernichtung und Schändung menschlicher Überreste. Während einer Pressekonferenz zeigte sich Sheriff Marty Sawyer sichtlich bewegt und bezeichnete die Ermittlungen als den schrecklichsten Fall, dem er in seinen 37 Dienstjahren im Polizeidienst begegnet sei. Er sagte, die Ermittler seien von ihren Erkenntnissen zutiefst entsetzt gewesen. Der Fall befindet sich derzeit noch im Strafverfahren. Die Anklagen sind lediglich Anschuldigungen und beide Angeklagten gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Die Staatsanwaltschaft muss Beweise vorlegen, um die Anschuldigungen zweifelsfrei zu beweisen. Child abuse, which carries a prison sentence, if convicted, of 20 years to life. You understand that? Yes. With regards to the charge, bond, you're here to have a bond set, but this court does not have the authority or the jurisdiction to set a bond for a sentence of a crime that could get you life in prison. So today's bond is being denied, and it's also being transferred to the circuit court, where a circuit court judge will hear this case within the next 30 days. So look,